Servus bei Krug. Wir stellen euch heute mal wieder ein Fahrzeug vor, das am Donnerstag an den Kunden geht. Hier mal Konstellation Fahrgestell hat der Kunde angeliefert, hat sich ja selber um die ganzen Umbauarbeiten gekümmert, sagt jetzt im Nachgang, nur mal so als kleines Ding, ne, ja, hätte er vielleicht doch eher mit uns machen sollen, weil waren viele Unstimmigkeiten, wo dann er mehr Stress gehabt hat. Für uns wäre es einfacher gewesen, nur mal so als Randding. Ja. Zum Fahrzeug selber ist ein Mercedes Arox 2042, 12,8 Liter mit dem OM 471 drin. Wie gesagt, wieder die ganzen Sachen, ja, Ledersitze mit Belüftung, mit Sitzheizung, Klimaautomatik. Ja. Wie gesagt, einmal so wieder in so einer Farbe, wo die meisten jetzt gerade nehmen, ne, so ein schönes Grau. Was so mit dem Fahrzeug waren wir am Montag beim TÜV-Abnahme gehabt. Der ist jetzt gerade in Deutschland und lässt das Fahrzeug zu und am Donnerstag holt er es. Und dann geht es auf die Reise, weil er kriegt hinten noch, oder er möchte hinten noch einen Heckträger mit dran. Ja, den machen wir nicht, den macht eine andere Firma, da hat sich er selber drum gekümmert. Also von daher geht er da jetzt los. Von der Außensilhouette her, es ist immer ein wenig so dasselbe. Es ist nicht, wie gesagt, nicht von unserer Baureihe. Er hat sich selber um die Tanks gekümmert, er hat sich selber um die Kürzung gekümmert, um den Tank auf der anderen Seite, um die ganzen Fahrgestellumbauten. War aber für ihn im Nachgang, muss man sagen, hätte er eher bei uns machen sollen, ja, wäre er entspannter gewesen oder wäre es ganz entspannter gewesen, sagt er auch selber. Also das ist, glaube ich, auch sein Tipp, wo er jedem mitgibt. Ist ein 450er Radstand, ja, mit das mal in einer anderen Konstellation, nicht 5,95 Meter, sondern es ist eine 5,60 Meter Box mit einem B-Grundriss. Ja, den haben wir nicht so oft. B-Grundriss heißt, schauen wir uns nachher dann innen an, es ist ein Raumtrennerbad, also man schafft eigentlich 2 Wohnräume. Ja. Dadurch kann im Endeffekt, wenn der eine jetzt länger schlafen will, trennt man den Wohnraum ab, ja, durch die Badtüre. Und der vordere kann nur schön sitzen bleiben. Was hier halt anders ist, ist die Sitzgruppe nicht vorm Bett, sondern die Sitzgruppe ist vorne im Bereich, wo der Durchstieg ist zum Fahrerhaus. Aber wie gesagt, das schauen wir uns jetzt dann nochmal an. Man sieht, es ist noch nicht final alles fertig. Die Ecken haben wir nochmal sauber einsilikoniert, aber Donnerstag, also morgen Nachmittag holen dann und dann passt das alles. Ja, von außen rum, ich sage mal, es ist immer dasselbe Thema, es sind unsere Stauboxen dran. Was ich vielleicht dazu sagen will, wir haben neue Verschlüsse für unsere Stauboxen. Ja, wir sind von unseren anderen weggegangen und haben jetzt diese hier, sind genauso absperrbar. Ja. Was das Schöne ist, die haben ein wenig andere Verschlüsse, ja, sind ein bisschen besser einstellbar. Da sieht man jetzt zum Beispiel, war vielleicht doch gut, dass wir aufgemacht haben, dieses Fahrzeug hat unsere kleine, neue Außenküche. Ja, jetzt muss ich kipp's bloß einmal so auf, die Julia filmt rein, mal kurz, einmal Induktionskochfeld und einmal eine kleines Spülbecken. Ja. Hat bei der Version den Lavagrill hier drinnen, ja. Weil wir ja eine kleinere Staukiste haben, also das ist unsere neue kleine. Gibt es halt kein Holzschneidbrett, so wie bei der großen. Aber ich denke mal, das Wichtige an dem Ganzen ist die Außenküche an sich. Ja. Und da ist es ja so, da wird jetzt erst noch Fahrzeug auf Deutschland, Montage des Trägers hinten und dann kommt das Fahrzeug nochmal, weil wie gesagt, wir müssen den Termin einhalten, dass er seinen Heckträger montieren kann. Dadurch sind wir noch nicht ganz fertig und das machen wir im Nachgang. Also das einmal so zur Koordination, wir versuchen immer unser Möglichstes, damit es für den Kunden passt und für uns, also miteinander und darum reden wir. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal rein. Ich glaube, die 2 Herren, wo drin sind, die sind eh so in den letzten Zügen. Ne? So, servus miteinander. Hallo, stört euch, wenn wir da mal ein bisschen filmen, grundrissmäßig? Bitte. Ja, also vielleicht einmal, dass ihr mal 2 Gesichter so zur Firma seht. Den Eduard kennt ihr schon. Eduard ist unser Projektleiter, der kümmert sich um den mega geilen Ablauf und dass das Fahrzeug dann übergeben wird an den Kunden, erklärt alles. Wenn der was nicht weiß, dann weiß es keiner mehr. Ja. Und der Erwin macht bei uns so komplett Service-Projekt, auch mit Projektkoordination, noch bessere Ablaufplanung. Ja, ist neu im Team, finde ich super, dass er da ist, macht echt Spaß. Ja. Lasst ihr uns ein paar Minuten hier rein, wenn es geht, ja? Geht raus. Okay, super. Dankeschön. So, jetzt sind wir mal hier drin und jetzt sieht man auch, was ich gemeint habe. Ja, also mit auch wieder B-Grundriss, also sprich Zweiraumkonzept. Du hast hinten einmal den Schlafbereich, ja, unser Froli-System liegt drin.
Die Türe, wo jetzt die Julia gerade aufmacht, ins WC, ist gleichzeitig auch die Raumtrennertüre, ja, dass man im Endeffekt dieses Zweiraumkonzept hat. Und dadurch kann der hintere schlafen und der vordere kann nur arbeiten. Ja, oder wenn einer in der Früh eher aufsteht, selbe Thema, kann der eine länger schlafen und der andere kann schon frühstücken oder Frühstück machen. Ist getrennt, WC wie Dusche. Also das heißt, wenn einer auf die Toilette geht, kann der andere trotzdem duschen oder umgekehrt. Aber man kann auch so machen, wenn man die Türe zumacht, ja, vom WC, dass man es trennt, kann man hier im Endeffekt ein Raumbad machen. Ist von der Farbauswahl her hier mal ein bisschen was anderes. Die haben eine grüne Arbeitsplatte gewählt, was ich mega cool finde, weil das wenigsten nehmen. Ja. Ist auch wieder so, ist unser Phoenix-Arbeitsplatte, sehr hartes Kunststoffmaterial. Da ist gerade noch die Liste, weil der Eduard die letzten Punkte noch durchgeht. Unser Induktionskochfeld, das Froli-System, wo hinten reinbaut wird. Wie gesagt, wir sind jetzt hier mal in so halb vor fertig sein. Ja. Backofen ist schon drin, Kühlschrank läuft schon. Die Polster sind hier jetzt noch nicht drinnen, die sind schon da, die kommen final ganz zum Schluss rein. Ja. Was aber vielleicht auch interessant ist, weil man hier jetzt wirklich einmal schön reinkommt, man sieht hier unseren Energieblock. Ja. Es ist hier in dem Fahrzeug verbaut, jetzt muss ich ganz kurz einmal spicken, weil alles, was ich immer auch nicht immer auswendig, genau, er hat 1,4 kW Solar am Dach, also da auch wieder unser Patent, was das Dach hergibt, machen wir drauf. Hat das große Energiekonzept drin, basierend auf Victron-Batterien, ja, also sind hier drin 990 Ampere-Stunden auf 25,6 Volt oder 24, es kommt immer auf selbe raus, es ist fast die doppelte Leistung, wenn man es auf 12 Volt umrechnet. Unsere komplette Stromverteilung, unsere 2 Solarregler, die 230 Volt Verteilung, also man sieht es hier mal relativ schön aufgrund vom anderen Grundriss, da hinten hängen die Backboosts, die 2 Stück, fürs Laden während der Fahrt. Ist immer hier in dem Ding und das ist jetzt einmal wirklich so das Ding, das ist unser Energieblock und drum Modulbauweise, dieser Block ist in jedem Fahrzeug gleich. Da gibt's nicht irgendwo da einen anderen, da einen anderen, da einen anderen. Das ist unser Ding. Das hat halt den Vorteil, wenn der Kunde irgendwo ein Problem hat, dann sagt er zu mir, man sieht es hier schön, hier steht zum Beispiel auf dem einen Gerät drauf A9, A8 ja, oder A10. Der sagt zu mir, hey, A9 blinkt ein rotes Licht und dann wissen wir sofort, hey, da und da, das ist das und das Thema und können uns, dadurch, wenn das Victron-System im Internet hängt, uns via Internet aufs System draufschalten. Man sieht es hier, also das neue Touch, die neue Oberfläche vom Victron und können uns dann auf das System draufhängen. Was er auch noch hat, ist noch ein Fahrzeug, wo letztes Jahr verkauft worden ist. Jetzt sagt er gerade irgendwas, ja, weil die sind noch CPU-Upload, weil die sind jetzt hier noch am Testen, oder Eduard, ob alles funktioniert. Das ist nur ein Fahrzeug alter Stand, das heißt, er hat 2 Heizungen. Die zweite war damals Option, also einmal eine 6 kW und einmal eine 9 kW Webasto Warmwasserheizung. Die kleine für den regulären Betrieb, die 9er für große Höhen, extreme Kälten. Ja. Dasselbe wieder für die alten Kunden. Bitte nie beide miteinander benutzen. Ja. Dann sieht man hier die ganze Verteilung. Heizer 1, Heizer 2, Licht, Internet, Router, Engine Preheat, Wasserpumpe 1, 2, Washing Pump, Boiler. Ja, also es lässt sich alles hier übers Display schalten. Und da ist es auch so, dass wir mal rein switchen. Ja. Das sind unsere 2 unsere 2 Frischwassertanks drin, A235 Liter circa, also das Fahrzeug hat roundabout 470 Liter Wasser. Man sieht hier wieder dasselbe, Direktbefüllung von außen, die Befüllung hinten über die Frischwasserbefülleinheit, die er auch hat. Du kannst jeden Tank einzeln anwählen über die Befülleinheit von hinten. Ja. Das Magnetventil macht zu, wenn der Tank voll ist. Die Verrohrung dazu, ja, also sprich es ist ein Rehaussystem, ja, mit Pressfitting. Gibt es eigentlich auch nichts. Also wir haben so gut wie es geht keine Schläuche, also hat die Anbindungen irgendwo vom System auf eine Pumpe drauf. Habe ich ja schon gesagt, großes Energiekonzept. Heißt, er hat 2 Wechselrichter drin, A5 kW, also 5000er, dass man wirklich ein redundantes System hat oder wenn wirklich mehr Leistung erforderlich ist, wobei es wird keiner 10 kW brauchen. Können die anspringen, hat den Lader für die USA drin. Ein Dachlüfter von Maxvan, ja, Klimaanlage von Dometic, da ist es auch schon, da gab es schon viel Updates. Ja. Der hat eigentlich noch eine Vitrifrigo gekauft und auch im Bett sieht man es, Kamerasystem,
Also 360-Grad-Kamerasystem hat er im Fahrerhaus. Das war eigentlich noch verkauft von Brigade, aber wir haben da einfach so, wir sagen, wenn wir uns entscheiden, ein besseres aufzunehmen und es ist im Projekt noch möglich, switchen wir viele Sachen schon aufs Neue um. Also er hat jetzt das Kamos-System herin, ja, und genauso was er bei der Klimaanlage verkauft, war die Vitri Frigo. Und wir haben jetzt hier reinbaut schon die neue Dometic RTX 2000. Also da auch, ne, so von uns, das sind von unserer Seite aus sind so Punkte, wir daten hier aufs neue System automatisch ab, ja, wenn es noch möglich ist. Ja. Was hier nicht mehr möglich war, das sage ich ja, wir haben auch einen neuen Kühlschrank. Er hat noch den alten Kühlschrank, das ist der Vitri Frigo Slim 270, also es war ein Update auf den großen. Das konnten wir hier nicht mehr. Das war hier schon so weit vom Projektbau fortgeschritten, dass der andere nicht mehr reinging, ja, weil da ein bisschen andere Konfigurationen fällig sind. Also von daher tun wir immer unser Möglichstes. Und wie gesagt, grüne Polster haben wir auch selten, ja. Also wird echt cool, ja. Freuen sich auch schon total, ja. Sind selber zur TÜV-Abnahme gefahren. Ich war nur mit dabei, dass ich halt einfach die technischen Fragen beantworten kann. Das sind also Sachen, wir bieten sowas an, wenn ein Kunde sagt, er will die TÜV-Abnahme, machen wir die, ja, aber so die TÜV-Abnahme geht immer on top. Die ist nie mit inkludiert, ja, weil das halt einfach so Sachen sind, manche wollen es nicht, also das muss man halt mit uns kommunizieren und dann machen wir das gerne und ich fahre da auch gerne mit dazu, wenn irgendwas ist, aber bei ihm war es so, die wohnen auch hier in Österreich, die haben hier einen Zweitwohnsitz in der Ramsau oben, nicht weit von uns weg, dann hat er gesagt, er fährt ihn selber. So, summa summarum bin ich jetzt am Ende von dem Ganzen, außer Julia, machen wir anders, habe ich irgendwas vergessen? Nein. Ich sag mal, ich brauche nicht viel sagen. Fragen gibt? Genau, es gibt hier bei dem Fahrzeug wirklich was Neues, ja, also das machen wir, ich muss jetzt überlegen, das erste oder das zweite ist das jetzt, das kommt auch mit rein. Wir lackieren außen nochmal ein bisschen neuer, ein bisschen besser, das heißt, es ist nochmal eine zusätzliche Schutzschicht außen drauf auf dem Lack, also einmal so als Ding, das tun wir nicht groß bewerben, ja, das machen wir halt einfach, weil wir sagen, Mensch, der Kunde hat einen Mehrwert daraus, das heißt, die Außenseite ist nur robuster, wo sie eh schon ist, ne, mit unserem 2,1 mm GFK, brauchst du gar nicht mehr rumtun. Also, ich bin mit meinem kompletten Part am Ende, ja, ich sage danke für alles, fürs Zuschauen, lasst ein Like da oder einen Kommentar da, ja. Weiß nicht, was wir jetzt nächstes machen, aber es kommen jetzt immer wieder so Switch, das. Also wir werden jetzt immer wieder relativ viel Übergaben haben. Ja? In dem Sinne, ich wünsche euch was. Schöner Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wer noch Fragen hat, kann sich gerne wenden an den Dirk unter sales@krogxp.com. Genau. Ciao.